Im vergangenen Jahr habe ich ja bereits im Rahmen einer Videoserie die komplette Beladung unseres Zeltanhängers offengelegt. Allerdings wurden zwei wesentliche Elemente darin nur oberflächlich behandelt. Das heißt, ich habe für deren detaillierten Inhalt auf unsere Ausrüstungswebseite verwiesen, anstatt diese konkret im Video zu zeigen. Darunter eben auch der Inhalt unserer Heringtasche, um den es in diesem Video gehen soll. Der Grund damals war relativ simpel, und zwar wusste ich bereits, dass sich deren Inhalt in den nächsten Monaten nochmals komplett ändern würde. Mittlerweile sind die Utensilien in der Heringtasche allerdings final, bzw. es gibt nur noch eine ausstehende Entscheidung, welche nochmals darauf Einfluss nehmen könnte. Dazu allerdings später mehr. Legen wir also direkt los mit der Heringtasche selbst, bei der es sich um die offizielle Heringtasche aus dem Hause Isabella handelt, die seit unserem allerersten Faltkarawan mit von der Partie ist und sich in dieser Zeit bereits mehrfach bewährt hat. Die Heringtasche verfügt über einen umlaufenden, doppelten Reißverschluss, einen Tragegriff an der Oberseite und bringt keine 200 Gramm auf die Waage. Zuunterst verstauen wir darin das über 1 Kilo schwere Heringset für unseren vierteiligen Isabella Linea Windschutz, bestehend aus jeweils 5 Erdornen mit entsprechenden Stabilo-Bodenbefestigungsplatten, welche dazu dienen, die vertikalen Stangen des Windschutzes im Boden zu verankern. Passend dazu folgt als nächstes direkt ein rückschlagfreier Schonhammer, um die eben erwähnten Erdornen in den Boden zu schlagen. Diesen genialen Hammer haben wir in der Vergangenheit bereits für alle anderen Heringe genutzt, da zum einen die austauschbaren Polyamidköpfe den Verschleiß der Heringe minimieren und andererseits ein integrierter Mechanismus sowohl den Rückschlag des Hammers verhindert, wodurch natürlich das Handgelenk geschont wird, als auch die Schlagwirkung erhöht. Definitiv der beste Hammer, den ich je in der Hand hatte. Um das Thema Windschutz an dieser Stelle auch direkt abzuhaken, folgen als nächstes noch die dazugehörigen Isabella Typhoon Mini-Zeltleinen, mit denen die vertikalen Stangen des Windschutzes am Ende abgespannt werden. Allerdings haben wir etwas mehr dabei, als in Lieferung enthalten waren, um notfalls auch andere Dinge abspannen zu können, wie beispielsweise unseren Wäscheständer bei Sturmböen im vergangenen Herbst. Apropos Sturm. Als nächstes folgen direkt die etwas massiveren Isabella Typhoon Sturmleinen, welche im Lieferumfang unseres Camplet Passion Faltkarawans und dessen Sonnendächern enthalten waren. Damit werden nämlich die beiden Schlafzimmerfenster, die Front unseres Esszimmers respektive Vorzeltes und das Küchensonnendach entsprechend abgespannt und sturmsicher gemacht. Zur Sicherung bzw. Befestigung unseres großen Isabella-Teppichs außerhalb des Faltkarawans sowie in der Küche haben wir mittlerweile auch wieder eine Handvoll Isabella Isa-Grips dabei, welche primär dafür sorgen, dass bei den Übergängen des Teppichs keine Stolperfallen entstehen können. Diese werden ganz einfach an den Teppich geheftet und durch je einen Hering dann gleich doppelt gesichert. Und damit wären wir auch gleich beim wichtigsten Utensil einer Heringtasche, nämlich den Heringen selbst, welche in unserem Falle allerdings gar keine mehr sind. Denn schließlich haben wir im vergangenen Herbst endlich auf Holzschrauben mit Tellerkopf umgestellt. In unserem Falle handelt es sich hierbei um das Modell T-Star Plus von Spax mit den Maßen 8×200 mm, welche bequem mit dem Akkuschrauber rein und raus gedreht werden. Deren Anzahl haben wir für dieses Jahr bereits auf 80 reduziert, allerdings dürften im Laufe der Campingsaison aufgrund weiterer Optimierungen wohl noch ein paar mehr wegfallen und so das Gewicht der Heringtasche weiter reduzieren. Denn die Tellerkopfschrauben kommen neben dem Abspannen des kompletten Faltkarawans auch noch beim Teppich im Außenbereich, den Füßen des Wäscheständers und beim Windschutz zum Einsatz. Zu guter Letzt haben wir in unserer Heringtasche auch immer ein Universalwerkzeug in Form eines Leatherman verstaut, dessen integrierte Zange primär beim Ausziehen der Erdornen unseres Windschutzes zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es ab und an auch einmal eine Schraube, die entfernt oder angezogen werden muss, wobei uns der Leatherman mit all seinen Werkzeugen natürlich nur zu gerne aushilft. Wie eingangs erwähnt, gilt es für uns in diesem Jahr aber noch eine Entscheidung zu fällen, welche großen Einfluss auf den Inhalt der Heringtasche hat. Und zwar wurde der Windschutz bereits im vergangenen Jahr kein einziges Mal mehr genutzt. Falls dies bis im August dieses Jahres noch immer der Fall sein sollte, so würde dieser definitiv aus unserem Faltkarawan-Setup fliegen. Wodurch dann auch die Erdornen, der Hammer und die Mini-Zeltleinen komplett wegfallen würden und die Anzahl der Tellerkopfschrauben auf einen Schlag um weitere 10 reduziert werden könnte.
Dadurch würde die aktuell knapp 6,5 Kilogramm schwere Heringtasche auf einen Schlag um mindestens 2,5 Kilogramm leichter. Ganz abgesehen von den weiteren 5 Kilo, die auch noch im Zeltanhänger selbst durch den Windschutz wegfallen würden. Ob es am Ende tatsächlich dazu kommt, entscheiden wir frühestens im Juni, spätestens im August dieses Jahres. Ungeachtet davon findest du allerdings den aktuellen Stand unseres gesamten Faltcaravan-Setups wie gewohnt auf falt.haus/setup und sämtliche in diesem Video erwähnten Elemente sind auch direkt in der Videobeschreibung unten verlinkt. Falls du die restlichen Videos zur Beladung unseres Zeltanhängers, des Deichselkastens, dem Dachgepäckträger und natürlich unserer Campingküche noch nicht kennst, empfehle ich dir, einen Blick auf diese Playlist zu werfen. Ansonsten findest du hier das aktuellste Ausrüstungsupdate zu unserem Faltcaravan-Setup. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!